Windows XP, ein legendäres Betriebssystem, welches bis 2021 das erfolgreichste Windows war. Stabil, robust und heutzutage einfach nostalgisch. Doch wie hat Microsoft das Ganze gemacht? Wie sah die Entwicklung aus? Gut allerseits. Nun, ich habe ja in der Vergangenheit Videos über die Windows-Systeme gemacht, unter anderem auch über XP ein Review. Aber heute schauen wir uns eher mal an, wie Microsoft Windows XP gemacht hat in dieser Doku. Denn es sind definitiv einige interessante Sachen mit dabei, was ich in Jahre hier unterteile in einer Doku. Aber bevor wir das machen, müsst ihr erstmal Folgendes wissen. Microsoft hat vor Windows XP es seit Jahren so gemacht, dass sie zwei unterschiedliche Versionen ihrer Software anboten. Das eine für Konsumenten und das andere für Unternehmen. Beispiel hier wäre, dass Windows 2000 für Unternehmen war, während Windows 95, 98 und ME für Konsumenten war. Und Microsofts Plan war es, mit Windows XP es genauso zu machen wie sonst auch. Also ein Windows speziell für Konsumenten und ein weiteres für Unternehmen. Und in 1999 hat Microsoft mit der Entwicklung von Neptune begonnen, welches das Konsumentensystem wäre, und mit Odyssey, was das Unternehmen Windows wäre. Nur ist von beiden Systemen nur Neptune an Tester veröffentlicht worden, was für uns hier nicht schlimm ist. Da können wir uns das mal ansehen, was Microsoft mit Neptune anstellen wollte in 1999. Nun, das System sieht erstmal so aus, wie sonst die Windows-Systeme von damals. Aber Microsoft hat schon ein paar Dinge abgeändert. Erstmal ist allgemein einiges auf Microsoft Neptune gelegt. Aber an manchen Stellen sieht man auch noch Windows 2000 als Namen. Dazu gleich mehr. Visuell sieht man kaum Unterschiede zu Windows 2000, außer dass teilweise die Rede von Neptune ist. Doch ein paar Sachen sind schon mal neu, wie der Anmeldebildschirm. Ein richtiger Anmeldebildschirm kam in Windows XP dazu, vorher war das nur ein einzelnes Fenster. Klar, es sieht nicht wie aus Windows XP, aber der Grundriss ist gelegt, zusammen mit den diversen Arten an Benutzern. Da gibt es die Klassiker wie ein Admin, normale Benutzer und ein Gast. Aber auch eine Option, ein Kinderkonto zu erstellen, welches in XP nicht gab. Was es aber in XP auch nicht gab, ist ein alternativer Desktop, was im Vollbild gelaufen wäre und ein einfacher Desktop war mit minimalen Sachen drin. Könntest du natürlich jetzt hier auf dem Monitor zum Laufen bringen, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Wo man halt E-Mails einfach checken kann, einfach ins Internet kann und so. Aber wenn das im Vollbild gelaufen wäre und man dadurch Programme hätte starten können, das gab es erst in Windows 8. Microsoft wollte das schon in XP reinnehmen. Oder vielleicht Millennium, weil da steht Millennium. Aber sonst waren die Konsumenten-Windows-Systeme immer basierend auf den neuen X-Kernel, beziehungsweise sind unter DOS gelaufen. Und Neptune hat da ein paar Sachen von ME drin, ist aber auf Windows 2000 aufgebaut. Das heißt, dass Neptune auf den stabileren NT-Kernel läuft. Naja, Microsoft hat sich da die massive Kritik an ME ernst genommen und DOS komplett rausgeschmissen mit Neptune. Da stand Microsoft, es war geplant, zwei Systeme zu machen, die auf derselben Art basieren, aber trotzdem komplett anders sein sollen. Aber dann im Januar 2000 gab Microsoft bekannt, dass die Entwicklung zusammengelegt wird. Windows XP gab es zwar dann in zwei Versionen, ja, die sich minimal unterscheiden, hat aber dann doch eher Sinn gemacht, das so zu machen. Und in 2000 gab es eine Pre-Beta und die erste Beta 1. Fangen wir mal hier mit der Pre-Beta an. Oder auch mit der Bildnummer 2211 an. Naja, optisch wiederum ist nicht viel anders. Es sieht nach Windows 2000 aus. Aber ein paar Grafikelemente sind aus Windows ME genommen. Eine große Änderung sehen wir in den Systemeinstellungen. Denn da gibt es schon die kategorisierte Ansicht, um das Einstellen von manchen Dingen einfacher zu machen. Das ist zwar, wenn man draufklickt, eher ein Shortcut wie wirklich eine Kategorie, aber man kann sich da auch noch die klassische Ansicht anzeigen lassen. Was ich auch noch feststellte, dass in dieser Version beim Installieren von Treibern digital signierte Treiber gewünscht sind. Ich musste erstmal selber nachsehen und auch in meinen anderen Videos und ich habe festgestellt, dass es dies erst ab Windows Vista 64-Bit gab. Ich lasse es mal hier so stehen. Gehen wir aber mal zur nächsten Version, der Beta 1 mit der Bildnummer 2267. Und das ist die störrigste Beta hier zu installieren. Aber dazu am Ende mehr. Hier sieht das Setup zumindest anders aus. Es ist das Whistler Branding da und das Hintergrundbild der Windows ME Installation.
Und auch beim ersten Start sehen wir einen neuen Bootscreen, ein kurzes Video und dann das OOBE oder auch die Out-of-Box-Experience, die als erstes in Windows XP kam. Nein, hier läuft keine Musik im Hintergrund, wenn ihr fragt. Aber ein neues Design ist zu sehen. Manchmal als Watercolor bekannt, hier heißt es aber einfach Professional. Generell sieht es eben aus wie eine Windows XP Beta. Das Startmenü sieht fast vertraut aus, der Windows Explorer hat einen neuen Look, die Systemerstellungen sehen mehr nach Windows XP aus und auch richtig mit Kategorien. Hier ist es auch möglich, die Benutzer schnell zu wechseln, was in Windows XP Einzug gefunden hat. Was aber erst in Vista hinzukam, dass wenn man Icons auswählt, dass es eine große Box ist. So funktionieren Icons nicht unter Windows XP. Und unter Windows XP ist das Icon unter Text blau eingefärbt. Und wenn man den Computer herunterfahren will, kommt ein neues Fenster, was fast genauso aussieht wie in der finalen Windows XP Version. Hier halt noch mit der alten Windows-Flagge und so, aber damn, das sieht sexy aus. Naja, aber dann vergingen 3 Monate bis zur Beta 2 in 2001. Hier sehen wir direkt einige Änderungen. Der Installer sieht mehr nach Windows XP aus und auch wenn noch mit der alten Flagge, aber im Bootscreen sehen wir die neue Windows-Flagge. Übrigens, dieser Bootscreen sieht schon sick aus und wie die Windows-Farben da einzeln aufleuchten und Progress anzeigen. Im OOBE sehen wir auch etwa das finale Design davon und Merlin, der ein Assistent sein soll, um den PC einzurichten. Den gab es aber dann nicht mehr unter Windows XP, was okay ist. Aber hier läuft immer noch nicht die beliebte Hintergrundmusik. Dafür beim Starten die Töne von Windows 2000. Und einen neuen Willkommensbildschirm, was wie die finale Version aussieht, aber etwas mehr Animation hat, was ich auch in der finalen Version gehabt hätte. Auf den Desktop erinnert einen gar nichts mehr an Windows 2000, wenn ein paar Symbole im Explorer, aber im Großen und Ganzen steht das neue Design. Mehr gibt es nicht wirklich in dieser Version, außer halt das neue Design, der Papierkorb hat Tragegriffe und die Hintergrundbilder sind dazu gekommen aus Windows XP. Ja, und hier ist standardmäßig das Wüstenmond-Wallpaper, was auch eigentlich der Plan war, dies so zu lassen. Naja, aber nach negativer Kritik und da es nicht ganz so passte wohl, hat man dann das in der nächsten Version angepasst. Der Release Candidate oder die Build 2481. Hier ist gar nicht mehr so viel Neues, da es halt wirklich der Kandidat war, dann zu veröffentlichen. Das Design doch hier und da etwas angepasst und im OOBE, der beliebte Soundtrack, ist da auch mit dabei. Und das Bliss Wallpaper ist nun standardmäßig drin. Ach, und Microsoft hat nun den finalen Namen gegeben, statt Whistler, nämlich Windows XP. Die finale Version von Windows XP war dann die Bildnummer 2600, was dann die RTM-Version war und ihr daheim dann installieren konntet. Und vorher habe ich ja gesagt, dass eine Beta sehr schwer war zu installieren, wo ich auch noch ein paar Wörter zu sagen will. Denn ich hoffe wirklich, dass euch das Video auch gefallen hat, denn diese Betas zu installieren ist schwer. Ich meine, ich will euch nicht von abhalten, das euch selber zu installieren, nur wenn ihr das doch machen wollt, dann tut man das im Hinterkopf behalten. Ja, denn nicht nur, dass die instabil laufen, manche wollen MS-DOS drauf installiert haben, komischerweise, oder auch sehr spezielle Hardware, was ich unter VirtualBox nie zum Laufen gekriegt hätte, und alle hier gezeigten Builds haben eine Zeitbombe eingebaut, die nach einem bestimmten Datum den Dienst komplett verweigern. Und diese Zeitbombe ist noch für jede Beta anders. Aber ich habe es trotzdem gemacht, um euch halt eben dieses Video zu geben. Und abonniert gerne für mehr so Tech-Sachen hier und ich muss jetzt mal eine Baustelle leiten. Also, man sieht sich.